Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Und ja, ihr habt heute wahrscheinlich auch schon die frohe Botschaft mitbekommen. Es wird tatsächlich einen FEC-Server geben und der startet in weniger als einer Woche. Ja, ihr habt richtig gehört. Und wir gucken uns erstmal den Trailer an, dann gucken wir uns die ganzen Infos an, die es jetzt schon gibt. Und dann reden wir noch ein bisschen drüber. Also das hier ist jetzt der Trailer, aus irgendeinem Grund kann ich nicht voll mitmachen. Egal. Es ist in Manila dieses Mal, nicht in, also gut, das letzte Mal gab es ja gar kein Offline-Event eigentlich. Und ja, ihr habt richtig gesehen, es ist eine Mischung aus New Horizon Trailer und, genau. Yeah, and that's basically it. Also da waren jetzt tatsächlich nicht so wirklich viele Infos drin in dem Trailer. Wieder sehr schnell. Ich finde, die Trailer sind immer so schnell, dass man eigentlich gar nicht wirklich... Man muss sich ja gefühlt dreimal angucken, um alle Infos aus so einem Trailer rauszuziehen. Aber es gibt ja diese Website. Also, Flive FEC Server startet am 16. Mai 2024 und in Manila bedeutet so viel wie, es wird ein Offline-Stage-Battle geben. Das heißt, der Sieger des FEC-Servers wird nicht auf dem Server entschieden oder nicht online, sondern offline. Was ich interessant finde auf jeden Fall. Außerdem gibt es eine Pre-Register-Giftbox mit 3 Amplifications. Die seht ihr hier rechts. Vital Ring Refresher holt, Power Scroll, Flaskbox, Extra Bag. Kann man anscheinend auch schließen, die Info, genau. Und man kann sich jetzt anmelden, eben für diese Box. Also wer dort spielen will, unbedingt vorher registrieren. Dann kriegt ihr einfach zusätzliche Benefits, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und das Ganze ist auf dieser Seite hier. Die ist auch im Discord unter Announcements verlinkt. universe.flive.com, einfach /FEC 2024 Pre-Register. Auf der Website ist es auch verlinkt, also von dem her ist es nicht schwierig zu finden. Dann die Events ist eigentlich, also liest sich eigentlich so, als wäre es mehr oder weniger das gleiche wie letztes Mal. Basic Server Info, 200% XP, 200% Drop, 200% Upgrade Chance. Also ist eigentlich genau das, was wir letztes Mal hatten. Und Exclusive Store Category ist eigentlich auch das, was wir letztes Mal hatten. Das war halt da, wo diese Tränke verkauft wurden. Diese PvE und PvP-Tränke quasi, die man sich für F-Coins und für Penya holen konnte. In einer abgeschwächten Variante für Penya natürlich. Und genau. Event Promotion, Level Achievements, Enhanced Equipment Exchange. Auch das ist eigentlich gleich. Level Achievements sind normalerweise einfach die gleichen Level Achievements, die auf den normalen Servern auch verfügbar sind. Nur halt hier in dem Kontext halt resettet. Hoffentlich diesmal auch mit ein bisschen mehr Rewards, weil die gehen halt, also die haben letztes Mal es einfach so gemacht, dass sie halt die gleichen Rewards wie auf Burudeng zum Beispiel gemacht haben. Auf dem FEC-Server spielen ja aber logischerweise viel mehr Leute jetzt als zum Beispiel auf Burudeng. Und von dem her, ja, genau. Dann Enhanced Equipment Exchange. Das ist im Endeffekt das, wo man dieses FEC Gold Equipment bekommen konnte. Da bin ich jetzt gespannt, weil ich glaube, dazu habe ich jetzt noch keine Infos gesehen, aber ich habe mir jetzt noch nicht alles ganz genau im Detail angeguckt. Jedenfalls, also welches Equipment es da gibt. Jedenfalls war das damals schon controversial und jetzt ist es eigentlich noch viel mehr kontrovers, weil damals hieß es ja direkt, aber direkt nach dem FEC gibt es ein neues Update mit besserem Equipment. Das kann ich mir jetzt diesmal eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil, also dass ein neues Update nach dem FEC-Server vielleicht währenddessen kommt, das kann ich mir schon vorstellen. Habe ich ja sogar ein extra Video drüber gemacht, aber jetzt nicht wirklich, dass nochmal eine Levelerweiterung mit neuem Equipment kommt, weil das wäre einfach crazy, das wäre viel zu schnell. Ich meine, kein Mensch besitzt, also wenn man sich wirklich alle Spieler anguckt, die meisten Leute besitzen weder 150er-Sets noch 150er Waffen. Das heißt, da jetzt schon was zu planen, was darüber hinausgeht, wäre crazy. Aber ja, keine Ahnung. PvE Time Ranking, Defeat the Boss in the Colosseum, Challenge and Prove Yourself. Ist eigentlich, also hört sich auch an, als wäre es das gleiche wie letztes Mal. Und PvP Tournament, Who Will Sit on the Throne, Win a Flight to Manila and more. Flight und Hotel, wie wir im Preview-Trailer gesehen haben. Und ja, dann haben wir hier eben diese Info, Flive World Championship 2024 in Manila. Die Event, kann man nicht so gut lesen, aber PvP Finest Event taking place in Manila, Philippines. Das heißt, man gewinnt den Flug und das Hotel in die Philippinen, auch wenn man nicht gewinnt, sondern man muss sich nur fürs Finale qualifizieren. Das ist dann quasi wie ein E-Sports-Tournament quasi. Also du musst halt hinfliegen, um auch tatsächlich gewinnen zu können, sozusagen. Genau.
Also in dem Fall ist es nicht so, dass du erst gewinnst und dann kannst du dir aussuchen, okay, fliege ich jetzt nach Korea oder lasse ich mir die Kohle einfach auszahlen, sondern in dem Fall ist es so, du musst hinfliegen, sonst kannst du gar nicht gewinnen. Also der Flug ist diesmal quasi keine Option für Leute, die sich dafür qualifizieren. Also ich meine, grundsätzlich natürlich schon, aber wäre weird, wenn du dich für ein Preismoney von $110.000 qualifizierst und dann keine Lust hast hinzufliegen. Das wäre irgendwie seltsam. Genau, also die Chance hast, es zu gewinnen, besser gesagt. Und ja, wie gesagt, das sind so unsere Infos. Mehr haben wir nicht. Das hier ist eine Preview von 2023 und that's basically it tatsächlich. Wir haben jetzt noch ein paar Infos auf dem Discord-Server. Und hier haben wir diese Infos. Also es ist eigentlich relativ auch wenig eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, diese Pre-Register-Page. Also wer es nicht findet, einfach auf Announcement oder wie gesagt auf der Website ist es ja eigentlich auch verlinkt. Man kann sich so lange registrieren, bis der Server aufmacht. Also jetzt im Endeffekt knapp eine Woche. Und was ihr bekommt, haben wir uns schon angeguckt. Pre-Registration will be available once per account. Also ihr könnt nur einen Charakter pro Account pre-registern. Macht ja Sinn irgendwo. Man kann den Charakter mit demselben Namen erstellen, den man pre-registered hat, nachdem der Server öffnet. Please note that character names are case sensitive. Also Groß- und Kleinschreibung beachten. Pre-registration reward will only be provided to characters that pre-registered for a name during the pre-registration period. The reward will be provided to a character with the exact same name, which was registered. Also im Endeffekt das Gleiche, man muss dann einfach genau das Gleiche eingeben. Gut, ich denke mal, dazu ist jeder in der Lage. Pre-registration reward will be provided during the FWC 2024 Server Opening Maintenance. Und der Server startet, wie gesagt, am 16. Mai um 10 Uhr. Server Opening Time is subject to change depending on preparation. We will post a separate announcement if it's delayed. Und endet am 17. Oktober 2024. Also 10 Uhr ist deutsche Zeit, das ist angepasst. Also ihr seht schon, das ist so ein bisschen gedingst. Also es sieht jeder eine andere Zeit, je nachdem in welcher Zeitzone er Discord quasi eingestellt hat oder PC-Zeit, whatever. Und ja, das Ganze geht tatsächlich wieder bis zum 17. Oktober, also 5 Monate sogar, ne? Juni, Juli, August, September, Oktober. 5 Monate. Ja, und Major Events haben wir uns auch schon angeguckt. Genau, auch keine neue Info eigentlich. PvP-Tournament, das ist eigentlich noch die Info, die wir jetzt noch nicht direkt... Ja, aber doch, die stand auch schon auf der Website. PvP-Tournament will proceed online during the preliminary round and finals tournament will be held as an offline stage in Manila, Philippines. Da würde mich interessieren, ob sie dann keinen Livestream machen oder so. Also Offline-Event klingt so... Also ich meine, Offline-Event ist basically einfach nur ein LAN-Event. Heißt nicht, dass es nicht gestreamt wird, aber... Keine Ahnung, klingt irgendwie so... bisschen so, als würde man die Online-Community nicht wirklich teilhaben wollen oder so. Es wird auf jeden Fall nicht erwähnt. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Ich weiß halt nur nicht, ob das so gut ankommt. Man muss ja wirklich sagen, PvP in Flive ist alles andere als Mainstream. Es ist literally alles andere als wirklich beliebt, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, es gibt eine PvP-Community, klar, es gibt PvP-Spieler, aber wenn man sich mal die gesamte Community anguckt, ist PvP schon ziemlich unbeliebt unter allen Leuten. Und wenn man das bedenkt, weiß ich nicht, ob das jetzt die beste Idee ist, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist pretty hype, also not gonna lie, es ist mit sowas hätte ich niemals gerechnet, einfach nicht nur ein E-Sport-Tournament in Flive, sondern auch noch sowas ist off-stage, aber halt einfach vor Ort. Du musst hinfliegen, um daran teilzunehmen. Das ist insane, ehrlich gesagt. Und ja, also einfach nur crazy. Und dann gibt es hier noch dieses, ich dachte mir erst, was soll das bitte sein? All event related to FWC 2024 will be based on the rules of the Game Service Event. Da dachte ich mir so, was ist denn ein Rules of the Game Service Event? Da geht es einfach nur darum, also könnt ihr draufklicken, das ist sowas wie, ja, wenn du nicht deine Steuerinformationen angibst und so, wenn du echt Geld gewinnst, dann kriegst du halt das Geld nicht und so. Also solche Sachen sind das halt, also so technisches Blabla, was eigentlich erst dann relevant wird, wenn du hier tatsächlich irgendwas gewinnst in Form von Nicht-Ingame-Items. Erst dann wird das wirklich interessant. Beziehungsweise auch Ingame-Items sind davon betroffen. Da steht dann auch noch so drin, ja, sie behalten sich das Recht vor, jemandem keine Belohnungen zu geben, wenn er gecheatet hat und so. Und lauter solche Sachen halt. Also allgemeines Standard-Blabla ist im Endeffekt nichts anderes als die Spielregeln nochmal in einer anderen Form ausgedruckt sozusagen. Könnt ihr euch durchlesen, das ist wirklich ziemlich langweilig. Deswegen wollte ich es jetzt nicht ins Video packen, weil es einfach irrelevant ist. Also ich meine, wenn ihr euch grundsätzlich an die Spielregeln haltet und so, dann und einfach Gala halt antwortet, wenn sie was von euch wollen, so, hey, du hast $110.000 gewonnen, kannst du uns bitte deine Steuernummer geben? Und du sagst,
Nein. Dann, ja, das wird so nicht funktionieren. Also, ist ja klar. Other relevant details of FWC, including the PvP tournament, will be provided later on. Please note that details may change due to internal circumstances and we will provide updates or separate announcement when changes are made. Looking forward to your high interest and let the championship begin. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als ich das gerade gesehen habe, weil es halt gestern nicht angekündigt wurde und ich denke mal, die allermeisten Leute sind einfach davon ausgegangen, naja, es wurde gestern nicht angekündigt zum Second Anniversary, also gibt es kein FEC. Erstmal. Also ich meine, keiner hat, glaube ich, wirklich gedacht, es kommt gar kein FEC, also nie wieder oder jetzt dieses Jahr nicht. Aber man kann auf jeden Fall darüber streiten, ob diese Ankündigungsform so gut ist und ganz ehrlich, also die Ankündigung wurde am 10. Mai gepostet. Und es startet am 16. Mai. Das sind nicht mal 7 Tage vorher, dass man den Leuten Bescheid gibt. Und es ist halt schon eine große Sache. Also ich meine, ein Server, der 5 Monate läuft, ein Server, auf dem du keinen Charakter logischerweise hast, auf dem du noch nicht gespielt hast, auf dem du jetzt komplett neu anfangen musst, das sind einfach so viele Sachen, die man bedenken muss. Das sind lauter, ja, also du musst einfach da an so vieles denken. Du musst dir eventuell frei nehmen. Für viele Leute kostet es ja auch Geld, dann dort anzufangen. Also wenn du wirklich was erreichen willst auf dem Server, willst du ja am Anfang auch ein bisschen cashen und so. Und lauter solche Sachen nicht mal eine Woche vorher anzukündigen, die Leute quasi fast keine Zeit zu lassen, sich da wirklich drauf vorzubereiten, ist einfach fragwürdig. Das kann man nicht anders sagen. Ich finde es einfach nicht so gut. Aber insgesamt ist es natürlich trotzdem, ja, sag ich mal, nicht extrem unerwartet, dass es trotzdem kommt. Also zu einem Zeitpunkt, den man nicht perfekt findet. Für mich ist es, sie hätten sich literally kein schlechteres Datum aussuchen können. Ich schreibe am 17. eine Klausur, ich muss meine Bachelorarbeit bis zum 21.05. abgeben. Also ich habe halt literally keine Zeit dafür. Also wirklich eine Woche später wäre tipptopp gewesen. Literally eine Woche später und ich hätte Zeit gehabt. Dieser Tag und die vollen 5 Tage danach habe ich absolut keine Zeit dafür. Einfach geistesgestört, wie sie es jedes Mal schaffen, den Tag zu nehmen, der mir mit Abstand am schlechtesten passt. Also absolut insane. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist, was es ist. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich freuen darüber, dass der FEC-Server kommt. Viele werden es hassen. Das ist auch ganz klar. Es haben ja schon viele Leute gesagt, wie sehr sie sich nicht auf dem FEC-Server freuen und wie egal ihnen das alles ist und pipapo. Ja, was ich noch interessant fände, wäre halt, sie werben hier jetzt halt mit $110.000. Wo steht's hier? A Total Prize Money, ne? Darf man natürlich nicht bedenken. Total Prize Money. Das bedeutet alle Preise zusammen $110.000. Was man dann aber wieder dazu sagen muss, das letzte Mal, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, das letzte Mal waren ja die Preise wesentlich weniger. Also da gab es F-Coin im Wert von ein paar tausend Euro, da gab es iPads und sowas im Wert von ein paar tausend Euro. Der Flug nach Korea, glaube ich, weiß nicht, was der gewertet wurde, 4.000, 5.000 Euro wahrscheinlich, Flug und Hotel und so weiter. Also alles in einem, würde ich schätzen, weit unter 30.000. Also wahrscheinlich irgendwie so 15 bis 25.000 waren das vielleicht, wenn du wirklich alles zusammenzählst. Und diesmal ist es wahrscheinlich so 4-mal mehr ungefähr als das. Also das heißt, es ist schon eine Hausnummer. Das heißt, die ersten werden wahrscheinlich Minimum 10.000 gewinnen, wahrscheinlich sogar mehr. Also pro Nase, meine ich. Aber so eine Schätzung, ich weiß es nicht, so eine Schätzung, keine Ahnung, es gibt keine Details dazu leider. Aber klingt auf jeden Fall besser vom Preisgeld her. Klingt so, als würde es sich tatsächlich lohnen, nach Manila zu fliegen in dem Sinne. Wenn man gewinnt, ist natürlich die Frage, was kriegt der zweite Platz, weil ich weiß auch mäßig, die einen gewinnen so Geld, was ihr ganzes Leben verändert und du gewinnst so 500 Euro in F-Coin. Imagine that. That would be pretty funny. Genau. Aber ja, es ist alles in allem eine ganz aufregende Geschichte. Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich jetzt auch ein bisschen hyped wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, mir passt das leider einfach absolut gar nicht in den Kram. Was haltet ihr davon, dass es wieder so kurzfristig ist? Nicht mal eine Woche Vorlauf. Freut ihr euch? Werdet ihr dort spielen? Was sind eure Pläne? Schreibt es mir gerne alles in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.